dass es mir so schlecht geht. In der Zeit habe ich mich verloren und ich wusste, mit mir stimmt was nicht. Und hi, heute werde ich über ein Thema sprechen, worüber ich schon mal gesprochen hatte. Das Video gibt es nicht mehr. Ich glaube, die mich von Anfang an verfolgen, kennen das Video vielleicht noch. Ja, es ist für mich nicht ganz einfach. Ich habe nie gedacht, dass es mir einfach so schlecht geht. Es nimmt mich immer noch etwas mit und es ist, wie gesagt, nicht einfach für mich. Ich habe das Video damals gelöscht, weil ich einiges vergessen hatte und es manchmal auch anders rüberkam. Ich rede immer von mir, ich rede von meiner Erfahrung. Nicht alles, was ich tue, ist korrekt oder in Ordnung. Ich bin auch nur ein Mensch und ich mache Fehler. Ich entscheide für mich, aber ich entscheide nicht für euch. Und es gibt immer Menschen, die das persönlich nehmen und denken, oh ja, aber die oder sie macht es so. Ich werde euch heute meine Geschichte erzählen. Ich werde euch aber nicht erzählen, warum ich krank geworden bin. Ich bin heute gesund. Ich habe die Krankheit besiegt oder überwunden und kann auch wieder normale Dinge machen. Also ich nehme keine Medikamente mehr. Ich kann wieder arbeiten gehen und das seit Jahren schon. Ne? Also mir geht es gut. Die Geschichte ist jetzt 5 Jahre her und es gibt Dinge, die sind mir einfach klarer geworden. Also Depression ist ja wie eine Volkskrankheit. Fast jeder behauptet von sich, er sei depressiv. Ich habe aber auch Menschen kennengelernt, die nicht wissen, was eine Depression ist, die dafür kein Verständnis haben, die das auch nicht wollen. Wie gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass ich krank werde. Und ich bin damals arbeiten gegangen, ganz normal. Also ich habe meinen Alltag bestritten und alles war okay. Aber ich fing an, mich zu verändern. Ich habe sehr, sehr viel geweint und lag auch eigentlich nur wach. Also ich konnte nicht mehr einschlafen. Ich bin um 21 Uhr ins Bett gegangen und lag um 4 Uhr immer noch wach. Und morgens musste ich dann wieder um 7 Uhr aufstehen. Das war für mich eine absolute Herausforderung. Irgendwann hatte ich keinen Appetit mehr und dann kamen die Panikattacken und die Panikattacken haben mich fertig gemacht. Hinter jeder Tür dachte ich, da wartet jemand auf mich. In der Zeit habe ich mich verloren und ich wusste, mit mir stimmt was nicht und das Schlimme ist einfach, ich wollte immer die Treppe hoch, aber irgendetwas hat mich immer wieder runtergeschmissen und ich wusste halt auch gar nicht mehr, was ich tun kann. Jetzt heule ich hier. Wäsche waschen war für mich eine Tagesaufgabe. Ich konnte nicht mal mehr meinen Haushalt bestreiten. Es klingt lustig, aber für mich war das nicht lustig. Für mich war das beängstigend. Ich saß nachts verheult auf der Couch und hatte das Bedürfnis, mit irgendjemandem darüber zu sprechen. Ich habe dann die Seelensorge-Hotline angerufen und die nette Dame, die hat mir, ich glaube, über eine Stunde zugehört und nichts gesagt, ehrlich nichts gesagt. Ich habe geredet, geheult, geheult. Am Ende meinte sie nur, dass die Geschichte zu krass ist, dass ich Hilfe brauche, dass ich diesen Weg nicht alleine gehen kann, dass es normal ist, dass es mir so geht und ob ich mich nicht erstmal krank schreiben lassen kann. Mein Leidensdruck wurde immer größer. Ich wollte aber immer weiterleben. Also es war nie so, dass ich dachte, okay, jetzt beende ich das oder so. Das nicht. Ich wusste nicht, wie erkläre ich meiner Ärztin, dass ich erstmal krankgeschrieben werden möchte. Und ich hatte kein gebrochenes Bein, ich hatte keine offene Wunde. Ich bin reingegangen und habe dann einfach meine Geschichte erzählt und sie hat mich nur angeguckt und meinte, ja, natürlich werde ich sie erstmal krank schreiben lassen und nicht nur das. Ich wurde dann untersucht, ich musste einen Test machen. Sie ist auf meine Beschwerden eingegangen und ich musste jeden Monat dahin. Ehrlich, ich musste jeden Monat dahin. Ich war in ärztlicher Betreuung. Und sie hat mir dann Antidepressiva verschrieben und meinte, dass ich krank bin, also dass ich eine Depression habe, dass ich Hilfe brauche, dass sie mich bei einer Klinik anmeldet oder bei mehreren irgendwie. Ich habe Mirtazapin bekommen. Mirtazapin wird zur Behandlung von mittlerer bis schwerer Depressionen eingesetzt und es soll auch die Angststörung hemmen oder lindern. Ich konnte einschlafen, ich bin runtergekommen, ich hatte keine Panikattacken mehr, aber irgendwann hat sich das alles wieder geändert. Irgendwann konnte ich nicht mehr einschlafen. Ich konnte morgens nicht mehr aufstehen. Ich war dauermüde. Ich war wie benommen. Ja, als wäre ich besoffen, aber nicht, dass ich getorkelt bin. Meine Sicht war nur nebelig und irgendwann habe ich mich dann gefragt, ist mein Zustand schlechter geworden oder sind es die Medikamente? Man sollte Antidepressiva niemals alleine absetzen, also immer in Rücksprache mit dem Arzt am besten. Und ich bin ja immer der Typ, ich frage mich dann Dinge oder ich stelle mir dann Fragen, möchte ich das? Möchte ich ein Leben lang Antidepressiva nehmen? Und für mich war das ein klares Nein. Antidepressiva wird heute leider sehr schnell verschrieben oder zu schnell verschrieben. Das Problem ist einfach nur, wenn du nicht wirklich krank bist,
hast und du nimmst Antidepressiva ein und du das Medikament dann absetzt, kannst du in ein sehr, sehr tiefes Loch fallen. Dir kann es danach sehr schlecht gehen. Von daher sollte man da immer vorsichtig sein. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, um dir zu helfen, wie mit einer Therapie, oder man guckt erstmal, wie weit kommst du alleine oder inwieweit geht es dir dann besser. Aber es gibt auch Leute, die brauchen Antidepressiva. Es soll nicht heißen, dass ich dagegen bin. Jeder Arzt ist verpflichtet, dir dabei zu helfen, das Medikament wieder abzusetzen, auch wenn er anderer Meinung ist. Wenn du hingehst und sagst, du willst es nicht mehr, du willst es ohne probieren, kann er sagen, okay, ich bin nicht dafür, das ist nicht meine Empfehlung oder nicht meine Meinung. Er muss dir aber helfen. Ich wollte mein Leben nicht durch Medikamente bestimmen lassen und daraufhin habe ich Mirtazapin abgesetzt und das von heute auf morgen und das war nicht korrekt. Ich hatte 3 Monate Kopfweh und das täglich. Sie meinte, es sind Nebenwirkungen. Entweder warte ich weiter ab oder ich nehme das Medikament wieder ein und schleiche das dann langsam aus. Es ist gar nicht so einfach, einen Therapieplatz zu bekommen. Ich hatte das erste Gespräch nach 6 Monaten. Nach 6 Monaten und eigentlich wollte ich in eine Tagesklinik. Ich war da und die Dame meinte, dass sie mich stationär aufnehmen möchte, weil sie der Meinung war, dass ich das nicht aushalten werde. Also, dass ich zusammenbrechen werde und wenn ich alleine bin, ist das natürlich nicht so gut. Diese Klinik hat sich seitdem nie wieder gemeldet. Ich hatte damals auch ein paar Vorgespräche bei Psychologen, Ich habe mir dann Hausaufgaben gemacht oder Aufgaben gestellt. Ich habe zum Beispiel für mich klar Schiff gemacht. Ich habe immer wieder aufgeschrieben, dass ich täglich das oder das machen will. Und ich habe auch sehr viel gelesen. Zum Beispiel das Buch von Ursula Nuber, Wer bin ich ohne dich? Warum Frauen depressiv werden und wie sie zu sich selbst finden. Das Buch habe ich geliebt. Ich habe es gelesen. Es hat mir geholfen. Es hat mir mitgeholfen. Ich kann euch das Buch gerne in die Infobox packen. Es ist wirklich sehr empfehlenswert. Und ja, es ist einfach schwierig, wenn du Menschen um dich hast, die dich nicht verstehen. Ich habe in der Zeit sehr viel Missachtung bekommen. Einige haben das gar nicht ernst genommen, weil ich eben auch rausgegangen bin. Ich habe versucht, Dinge zu machen oder zu erledigen. Und für viele ist das eben so. Du hast keinen Schnupfen, du hast keine Grippe, du bist doch nicht krank. Und das ist eben der Punkt. Nicht jede Krankheit ist sichtbar und eine Depression ist nicht immer sofort sichtbar. Es ist nicht diese Traurigkeit, die man kennt. Es ist schlimmer. Es ist einfach wie ein Loch. Du bist gefangen. Du siehst nichts mehr. Du siehst schwarz. Du siehst nicht mal dich. Du siehst, wie du daran kaputt gehst und du kannst nichts tun. Dachte ich am Anfang immer. Du fühlst dich gefangen in deinem eigenen Körper und irgendwann spürst du deinen Körper nicht mal richtig. Depressionen sind tödlich. Ja. Ich bin froh, dass ich aus dem Loch wieder rausgekommen bin und ich bin dankbar und ich habe mich schwach gefühlt, hilflos gefühlt, hoffnungslos gefühlt. Wie konnte das passieren? Wie konnte ich das zulassen? Und jetzt sitze ich hier und habe ein glückliches Leben. Ich war damals 8 Monate nonstop krankgeschrieben und bin danach auch nicht Vollzeit arbeiten gegangen. Also ich wollte nicht wieder Vollzeit arbeiten gehen, weil ich nicht wusste, ob ich das überhaupt schon packe. Ich bin 20 Stunden pro Woche arbeiten gegangen und das hat mir auch gut gefallen. Alles andere hätte ich auch nicht gepackt, weil ich nebenbei auch mit mir noch zu tun hatte. Also ich war nicht gesund nach 8 Monaten, aber mir ging es besser und ich wollte voran. Ich wollte einfach weitermachen. Für mich war immer klar, ich will da rauskommen, aber für mich war auch klar, wenn ich 40 Stunden arbeiten gehe, wo ist meine Selbstzeit? Ich muss mich ja auch reflektieren. Nach 2 Jahren hatte ich dann auch keine Tiefpunkte mehr und ich bin auch nicht mehr in Behandlung. Also ich bin auch nicht mehr in ärztlicher Beobachtung oder so. Also mir geht es gut. Ich bin damals tief gefallen und das möchte ich nicht nochmal. Ich achte seitdem mehr auf zwischenmenschliche Beziehungen. Wer tut mir gut und wer tut mir nicht gut? Ich wurde damals oft von Freunden gefragt, wie habe ich das gemacht? Wie bist du da rausgekommen? Und warum bist du nicht daran zerbrochen? Doch, ich bin daran zerbrochen. Vielleicht ein Stück weit. Ich hatte keine Kontrolle über meinen Körper. Es war sehr, sehr viel Arbeit. Ich musste sehr viel tun. Ich musste sehr viel mit mir arbeiten und es war nicht einfach, aber ich habe es geschafft. Eine Freundin meinte gestern zu mir, du bist doch nicht schwach, du hast die Krankheit besiegt, du hast die Krankheit überwunden, du bist rausgekommen und das ist doch nicht schwach, du hast Stärke, du hast eine ganz besondere Stärke in dir und ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht. Ich will euch hier und heute eigentlich nur damit sagen, glaubt an euch, euer Leben ist viel mehr wert als eine Krankheit. Versucht das Beste, holt euch Hilfe, aber reflektiert euch auch selbst. Es ist wichtig, wenn du weißt, wo du stehst, wie schlimm es ist oder
wie schlimm es auch nicht ist. Die Antidepressiva habe ich um die 4 Monate genommen und danach wollte ich das nicht mehr. Ich will euch aber hier und heute auch nicht sagen, macht es genauso, ne? Also bloß nicht. Ich weiß nicht, ob es angebracht war, darüber zu sprechen. Ich bin aber auch der Meinung, dass es zu wenige gibt, die darüber sprechen, die darüber offen sprechen. Man wird einfach zu schnell abgestempelt. Man wird zu schnell in die Schublade gesteckt. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Das meine ich so. Macht es gut.